wo ist das Problem? Das Problem ist, ihr kennt es, ihr fahrt durch die Gegend oder wohnt irgendwo und auf einmal habt ihr eine Geruchsbelästigung, weil es irgendwo anfängt zu stinken. So, jetzt können wir nicht in jedem Fall helfen, aber in bestimmten Fällen, wenn es zum Beispiel um die Abdeckung von Kläranlagen, Klärbecken, solche Sachen geht, da können wir mit GFK weiterhelfen. Und das wollen wir euch heute mal zeigen. Heute wollen wir euch ein Projekt vorstellen, bei dem es um eine Abdeckung geht. Eigentlich eine relativ simple Unterkonstruktion. Auch das Abdecken von Flächen kennen wir ja. Wir haben da hinten eine Revisionsöffnung. Wichtig dabei ist, das soll möglichst geruchsdicht sein. Heißt also, wir müssen uns hier sehr stark auf die Fugen konzentrieren und uns dafür eine Lösung einfallen lassen. Wir haben schon mit Distanzklötzen gearbeitet, um eine einheitliche Fuge hinzukriegen. Da werden hinterher Schaumgummis eingebaut. Hier kann man die einmal sehen. Ja, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr habt hier drunter einen Schacht, der so ungefähr 2,80, 3 Meter tief ist. Ist ein Betonbecken, was dann auch sehr präzise gebaut werden muss. Darauf kommen halt eben unsere Unterkonstruktionen, wie hier mit dem U-Profil. Darauf dann die Gitterroste. Dann müssen wir zusehen, dass wir diese Spaltmaße möglichst einheitlich haben, ohne große Schwankungen dazwischen. Aber das kriegen wir mit entsprechend präzisen Werkzeugen hin. Und dann muss das Ganze abgedichtet werden. Dafür haben wir zum Beispiel hier, machen wir gerade mal so ein Experiment mit so einem Schaum, den wir hier aufkleben können. Weil das Ziel ist einfach, wenn da ein leichter Unterdruck drin ist, dass halt Luft von außen angesaugt wird in die Kammer rein, damit halt keine Gerüche nach außen gehen können. Die werden dann natürlich abgesaugt und irgendwo speziell gefiltert. Das könnte man machen mit so einem Biofilter. Weiß nicht, wie das in diesem Fall hier gehandhabt wird, aber das wäre zum Beispiel ein Ansatz. Also das Ganze ist natürlich begehbar und in diesem Fall, weil es geruchsdicht sein soll, haben wir GFK-Gitterroste mit einer geschlossenen Oberfläche ausgewählt, die auch noch besandet sind. Heißt also, das Ganze ist ebenfalls rutschfest und lässt auch kein Wasser rein, kein Geruch raus. Wir befinden uns gerade hier im Testaufbau, also wird hier in der Werkstatt einmal komplett vorgefertigt. Das, was ihr hier seht, ist der Bereich für die Revisionsklappe, die ist auch schon zugeschnitten. Wir warten jetzt noch auf die speziellen Edelstahlteile, also die Edelstahlscharniere. Edelstahl habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, gibt es in unterschiedlichen Varianten. Hier ist es ein Edelstahl, den man im Volksmund als V4A bezeichnet. Wir haben aber auch schon Konstruktionen gemacht mit deutlich hochwertigeren Edelstählen. Die sind dann natürlich auch noch einen ganzen Tacken teurer. Die können auch im Einzelfall so ein paar Teile mal teurer sein als die gesamte GFK-Konstruktion drumherum. Hatten wir auch schon. Wir haben mal Rinnen für eine Meerwasserentsalzungsanlage in Israel gebaut. Da waren dann die Stahlteile, die wir hatten, die fielen eigentlich nicht auf, waren aber genauso teuer wie das komplette Rohmaterial an GFK. Und das liegt nicht an unserer Preisgestaltung. Typische Konstruktionsmerkmale, die wir haben, sind halt eben das U-Profil aus GFK. In dem Fall U200 würde ich sagen. Und dann arbeiten wir an der Stelle ja immer mit Edelstahlwinkeln und Edelstahlschrauben. Auch in dem Fall hier denke ich V4A, mit denen wir das Ganze an den Betonkörper vernünftig andübeln können. In so einem Fall nimmt man eventuell auch Klebeanker, um das Ganze vernünftig abzudichten. Als ich durch die Fertigung gegangen bin und mir das habe erklären lassen, fand ich das recht spannend mit der Dichtung und dass das auch halt einen gewissen Geruchsschutz haben soll. Unser Projektleiter, der Stefan Röhmann, hat mich aber darüber aufgeklärt, dass das eigentlich ein alter Hut ist, weil wir sowas schon 2-3 Mal mehr gemacht haben. Ist mir allerdings vorher nicht aufgefallen. Ja, wenn ihr dieses Video auch dufte findet, dann könnt ihr gerne einen Kommentar oder ein Like hinterlassen und wir freuen uns auch auf weitere Abonnenten.